Wenn du an Hypnose denkst, denkst du dann an Magie, an Showtricks auf der Bühne, daran, dass jemand mit den Fingern schnippt und du willenlos bist? Lass mich dir etwas sagen. Wenn das dein Bild von Hypnose ist, dann verpasst du eine der am besten erforschten, wissenschaftlich fundiertesten Methoden zur Veränderung des menschlichen Geistes. Heute räumen wir ein für alle Mal mit dem Esoterik-Quatsch auf. Ich zeige dir die harte medizinische und psychologische Wissenschaft hinter der Hypnose. Und ich verspreche dir, was die Forschung über deinen Fokus und dein Gehirn herausgefunden hat, ist viel faszinierender als jeder Zaubertrick. Moin und willkommen zurück. Ich bin Nils Muschel, Hypnosetherapeut, Experte für ursachenorientierte Hypnose und Hypnoseausbilder. Es ist verrückt, obwohl wir im 21. Jahrhundert leben, glauben immer noch unzählige Menschen, Hypnose sei reine Einbildung, Scharlatanerie oder irgendein mystischer Zustand. Aber weißt du was? Die Wissenschaft ist da schon viel weiter. Hypnose hat absolut nichts mit Magie zu tun. Sie ist ein messbarer, natürlicher Prozess, der seit Jahrhunderten erfolgreich in der Medizin und Psychologie angewandt wird. Heute schauen wir uns die unumstößlichen Fakten an und klären, warum Hypnose eine völlig legitime und wissenschaftlich anerkannte Praxis ist. Fangen wir mit dem größten Irrtum an. Hypnose sei ein fremder, unnatürlicher oder veränderter Bewusstseinszustand, den dir jemand aufzwingt. Das ist schlichtweg falsch. Hypnose ist ein natürlicher Zustand fokussierter Aufmerksamkeit. Du erlebst diesen Zustand jeden einzelnen Tag. Wenn du so sehr in ein gutes Buch oder in einen spannenden Film vertieft bist, dass du nicht hörst, wie jemand deinen Namen ruft, dann bist du in Hypnose. Dein Gehirn ist fokussiert und es fokussiert sich so stark, dass es vorübergehend alltägliche Begrenzungen und Ablenkungen ausblendet. Ein professioneller Hypnotiseur nutzt genau diesen natürlichen Prozess deines Gehirns, nur ganz gezielt und absichtlich, um positive Veränderungen herbeizuführen. Das ist keine Trickserei, das ist angewandte Neurobiologie. Und das ist auch keine neue Modeerscheinung. Die wissenschaftlichen Wurzeln der Hypnose reichen tief in die Medizingeschichte zurück. Schon in den 1800er Jahren begannen Pioniere wie der schottische Arzt James Braid oder die französischen Mediziner Hippolyte Bernheim und Ambroise Auguste Libault, die Hypnose streng wissenschaftlich zu untersuchen. Sie nutzten diesen Zustand für rein medizinische Zwecke und erzielten Ergebnisse, die für die damalige Zeit geradezu unvorstellbar waren. Sie erkannten, dass man den Körper über den fokussierten Geist extrem wirkungsvoll beeinflussen kann. Heute, über 100 Jahre später, ist das kein Geheimwissen mehr. Die moderne Medizin hat die Hypnose längst adaptiert. Sie wird von der American Medical Association, also der amerikanischen Ärztevereinigung, und der Canadian Medical Association als absolut legitime therapeutische Praxis anerkannt. Das sind keine Esoterik-Clubs, das sind die höchsten medizinischen Instanzen. Seit Jahrzehnten nutzen Ärzte, Psychologen und Zahnärzte Hypnose ganz offiziell, um Schmerzen zu lindern, tiefgreifende Ängste zu behandeln und unzählige andere gesundheitliche Herausforderungen zu meistern. Apropos Schmerzen. Die Wissenschaft hat bewiesen, dass Hypnose das Schmerzempfinden drastisch reduzieren kann oder sogar komplett ausschalten kann. Und das passiert nicht, weil man den Schmerz wegwünscht, sondern weil Hypnose buchstäblich verändert, wie dein Gehirn sensorische Signale verarbeitet. Wir wissen heute, dein Geist hat eine unglaubliche Macht über deinen Körper. Negative, ständige Gedanken können Stresshormone ausschütten und dich krank machen. Die fantastische Nachricht der modernen klinischen Forschung ist aber, mit Hypnose können wir diesen Prozess umkehren. Wir nutzen diesen Zustand des messerscharfen Fokus, um Gedankenmuster systematisch umzuprogrammieren, dass deine Gesundheit, deine Energie und dein persönlicher Erfolg voll und ganz unterstützt werden. Die Quintessenz ist, Hypnose ist real, sie ist natürlich und sie ist durch harte Wissenschaft gedeckt. Die moderne klinische Forschung bestätigt heute nur das, was die frühen Pioniere ohnehin schon wussten. Der menschliche Geist verfügt über eine unfassbare Kraft
wenn er sich fokussiert. Hypnose ist ein wissenschaftlich fundierter Weg, um Gedanken, Gefühle und Verhalten durch diese zielgerichtete Aufmerksamkeit und Suggestion massiv zu beeinflussen. Mehr spannende Inhalte zum Thema Hypnose, die Wissenschaft dahinter und wie sie funktioniert, gibt's in unserem kostenfreien Hypno-Campus. Einfach auf Google mal nach Hypnoschool Campus suchen und dort kostenfrei registrieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, Hypnose ist keine Show und kein Trick, der nur bei Gutgläubigen funktioniert. Sie ist eine messbare, wissenschaftlich anerkannte und medizinisch erprobte Methode. Wenn du das nächste Mal jemanden hörst, der sagt, Hypnose gibt's doch gar nicht, dann weißt du jetzt, dass diese Person einfach die letzten 200 Jahre der medizinischen und psychologischen Forschung verschlafen hat. Wir haben heute darüber gesprochen, dass die Wissenschaft die Hypnose bestätigt. Aber willst du auch genau sehen, wie das aussieht? Was feuert in deinem Kopf, wenn du in Hypnose bist und welche Areale schalten sich ab? Genau das schauen wir uns in diesem Video hier an, was passiert im Gehirn, wenn wir in Hypnose sind. Also jetzt hier klicken und wir tauchen tief in die unglaubliche Neurologie dieses Zustands ein. Bis gleich, wenn du jetzt hier klickst.